Schönen guten Morgen zusammen. Ich habe heute einfach mal den Wunsch, meine Nele mal wieder dabei sein zu lassen. Die fehlt mir immer noch sehr. Die steht hier immer auf meinem Schreibtisch. Die war ja früher auch immer hier mit im Zimmer, in meinem Arbeitszimmer und hat dazwischen gejault und ja, heute will ich ihr mal wieder einen Platz geben. Jetzt gucken wir, was der Tag so bringt. An Input, an Infos. Ja, es geht um unser Leben, um Wachstum, um Verwurzelung, um Dinge, wo gewisse Stabilität brauchen. Und es geht hier speziell auch um Entscheidungen oder Wege, die wir einschlagen dürfen, die vielleicht einen Umweg mitbringen oder einen Ausstieg aus einer langen Situation. Möglicherweise ist es hier in sehr vielen Bereichen, also das kann dein ganzes Leben betreffen oder eben eine lebensverändernde Möglichkeit. Möglicherweise, da denke ich jetzt an eine bestimmte Person, das würde nämlich hier sehr passen. Da gibt es jemand, der sagt immer, was hat das Leben denn noch mit mir vor? Sowas könnte hier auch die zentrale Frage sein, ne? Auf welchen Weg schickt mich das Leben überhaupt noch? Wo soll ich hingehen? Was sind Möglichkeiten, die ich nutzen kann? Und auf der bewussten Ebene haben wir hier bejahende Energie, ne? Irgendwas wird angenommen, die Sonne überstrahlt das Leben. Wir haben hier gute Chancen, auch uns in der bewussten Ebene für etwas zu entscheiden. Also die gute Kraft, eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht auch lebensverändernde Umstände mitbringt. Auf der unterbewussten Ebene haben wir die Karte Kind. Hier kann es sehr gut sein, dass wir vielleicht etwas auch noch aus Kindertagen mitschleppen, das sich hier neu strukturiert. Möglicherweise geht es um ein Kind oder aber um einen Neubeginn im Leben. Etwas Kleineres, etwas, wo wir spüren, wir brauchen vielleicht auch eine Kurskorrektur. Und vielleicht kann es auch so ein bisschen um die Ahnen gehen. Das mag ja auch sein, ne? Um etwas, das in der jüngeren Vergangenheit ermöglicht hat, die eigene Größe zu leben, im Vertrauen zu bleiben. Vielleicht auch eine Person, die sich gezeigt hat, mit der man hier zu tun hatte, die dir gute Gedanken mitgegeben hat oder auch ein bisschen Schutz. Möglicherweise ist es auch so ein Prozess, wo man die Vergangenheit nochmal bearbeitet. Und jetzt haben wir hier tatsächlich den Hund. Also es geht möglicherweise auch um Freundschaften. Es geht darum, sich in der näheren Zukunft auch mit Menschen, die es gut mit dir meinen und loyal sind, auf den Weg zu machen. Vielleicht auch um so ein Stück weit Lebens- oder Seelengefährten. Hier kann man auch etwas erschaffen, das einem auf längere Zeit dient, ne? Wenn man überlegt, so ein Hund, der ist lange bei dir, der ist immer bei dir, dem ist es egal, wie du aussiehst oder so, aber das Wort Loyalität, Stabilität, Unterstützung kommt mir hier auch sehr in den Sinn. Wir haben hier in der eigenen Sicht den Fuchs drin, ne? Möglicherweise geht es darum, dass sich Dinge zeigen, wo man sich nicht sicher ist oder wo einen Zweifel überkommt oder wo man auch nicht so richtig versteht, was richtig oder falsch ist. Hier kann es auch gut sein, dass man sich in manchen Bereichen selber was vorgemacht hat und man kommt jetzt so langsam drauf, was es ist, ne? Aus dem Umfeld kommen hier ein paar Hindernisse mit.
Vielleicht nimmt dich dein Umfeld in Bezug auf dein Leben oder deine Lebensplanung oder deine Lebensstruktur auch so ein bisschen stur oder eingefahren war. Vielleicht weißt du auch nicht so ganz genau, wie du diesen Berg überwinden kannst, hier eine neue Entscheidung für dich zu treffen. Bei den Hoffnungen und Ängsten haben wir das Schiff. Ne? Das ist einsteils, wünscht man sich so, dass man sein Bötchen fahren kann, dass man Träume leben kann, dass man Wünsche haben kann, dass man sich da auch zu bewegt. Vielleicht geht es auch um eine spezielle Lebensreise, ein Kapitel im Leben, einen neuen Weg, der einen auch wieder expandieren lässt. Und zugleich hat man hier vielleicht die Befürchtung, dass man sich distanziert von irgendetwas oder dass da vielleicht auch so Sachen wie Nähe und Distanz eine Rolle spielen. Sind mir alle hier rausgefallen. Ich brauche nur eine, bitte. Ja, für die längere Zukunft gibt es da noch Dinge zu klären. Die haben sich noch umgedreht. Ich habe hier das Haus und das Außen. Ne? Es geht um das Umfeld. Es geht um Dinge, die von außen auf dich zukommen, die du nicht ändern kannst. Du darfst ja klären, ne? Was gibt dir so deine Basis? Wo bleibt man eher stehen, weil man das Gefühl des Vertrauens eben kennt? Und wo klärt man sich so auf? Also in der Zukunft sind wir in der längeren Zukunft noch ein bisschen damit beschäftigt, aufzuklären, die Dinge klarer zu sehen, dieses Fundament, das wir haben, damit auch zu beachten, da halt auch zu überlegen, ne, inwieweit treibt mich denn mein Außen dazu, einen Platz zu verlassen oder wo möchte das Leben mich noch sehen oder hinhaben, wo blockiere ich mich selber, wo blockiert mich das Außen, wo bin ich mit meinen Befürchtungen auch konfrontiert im Leben. Sehr spannend für heute. Ja, hier haben wir den Buntspecht noch für diese Legung. Ich klopfe an eine teils verschlossene Türe deines Herzens und möchte dich auffordern, wieder das Herz auf der Zunge zu tragen und nicht gegen deinen eigenen Rhythmus anzukämpfen. Passender könnte es eigentlich nicht sein. Ne? Hier hat man so dieses, das Leben will einen auf den Weg schicken, wo gehen die Wege noch hin? Aber da diese Zweifel, ob das überhaupt nötig ist, sein Fundament zu verlassen oder Energie in etwas zu geben, wo noch nicht so ganz sicher ist, wo die Reise hinführt, das gilt es halt zu klären. Ne? Möglicherweise ist der Ort, wo du bist oder dein Umfeld, das du dir erschaffen hast, gut genug. Man muss nicht immer noch was und noch was und noch einen Umweg und noch was. Mag auch sein, ne? Das ist speziell einfach. Man kann auch sagen, ich möchte jetzt mal bei meiner Lebensreise nichts Neues, ne? Ich möchte nicht irgendwas riskieren, das mir nachher mehr Umstände macht, sondern ich schöpfe hier aus meinen Wurzeln, aus dem, was ich schon habe und nähre mich daran. Ja, die Signale aus dem Zauberwald sagen uns noch, wir sollen nicht zu viel nachdenken über die Situation und zugleich auch keine Angst vor Neuem haben. Ne? Man kann auch Dinge zerdenken.
ich habe so das Gefühl, hier steht eine Entscheidung an, wo du ein Fundament verlassen darfst, wo du vielleicht auch mit Menschen umgeben bist, wo du dir überlegst, die Loyalität ist vielleicht wichtig, aber für dich nicht, naja, nicht so wichtig, dass du sagst, ich brauche diese Loyalität, um meinen Weg zu gehen, sondern für mich reicht es, für mich selber einzustehen. Und diese Hindernisse, die nach außen manchmal so wirken, als sei man stur und eingefahren, ja, was soll's nun, ne? Manchmal ist man das halt auch, weil der Zeitpunkt noch nicht reif ist für die Dinge. Gut, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch. Bis morgen.